Das ist einer der schönsten Wohnmobile, die ich je gesehen habe. Es ist ein Setra Kässbohrer mit großem K vorne drauf. Hier ist der Setra Uli, grüß dich. Schon wieder ich, jawohl. So, und das ist ja wohl ein Hammer. Der ist wahrscheinlich mal neu lackiert worden, oder? Kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ich kenne zwar den Besitzer sehr gut, aber... Der sitzt da vorne. Genau, der Gerhard, der ist gerade beim Essen. Aber die Historie vom Bus ist mir jetzt nicht ganz bekannt. So, das ist aber Baujahr, was denkst du ungefähr? Ich meine 6 oder 58er. 58er, das heißt kurz nach dem Krieg kam der raus. Und der ist auch nicht sehr lange. Er hat die Panoramafenster. Könnte der in der Schweiz gewesen sein oder nee? Oder hatten die damals alle? Möglich. Die hatten das alle. Die hatten das alle. So, ich gehe mal gerade drum rum, dass wir das mal sehen. Mahlzeit. So, hier nebenan. Saarländer. So, ich guck's mal gerade. Und da sieht man HDH, ZU56H mit H-Kennzeichen. HDH heißt? Heidenheim. Heidenheim. Das ist hier auch in Schwaben? Oder? Ja, das ist an der A7. Heidenheim an der Brenz. An der Brenz. Genau. So. Das ist quasi heutzutage in dem Zustand schwer zu kriegen, oder? Schwer zu kriegen und wenn, braucht man ein ordentliches Taschengeld. Ja. Das heißt wahrscheinlich sechsstellig schon, oder? Was sind wir, ich denke mal, knapp am sechsstelligen Bereich. In dem Zustand auf jeden Fall. Das ist richtig schön. Er hat sogar viel Hang zum Detail, nämlich die Markise, die draußen ist, hat die gleiche Farbe wie der Bus. Geschmackvoll. Ja. Und man muss auch den Dachgepäckträger beachten, weil das ist auch... Der ist original, oder? Ja. Sehr schön gemacht damals. So, und der hört hier Blues innen drin. Genau. Sind also alle, ich sag mal, im Leben mittendrin. So, und es sind relativ viele coole Leute hier, muss ich sagen. Alle. Also alle, oder? Alle. So, ich zeig mal grad. Ich darf euch mal ganz kurz zeigen. Es geht ganz schnell. Und Sehr schön. Wie sind die Hühner? Super. Okay. Du müsstest mir mal gerade einen Riesengefallen machen, wenn die Musik mal ausmachen könntest, ausnahmsweise. Sei so lieb, bitte. Ich weiß, es ist so schlimm, aber das Problem ist, ich krieg sofort das Video gesperrt, sobald die Musik läuft. Ja, wegen der GEMA, genau. Ja, und Urheberrechte und was weiß ich alles. Aber sie ist so geil, ihr seid so Blues-Leute, oder? Seid ihr? Ja, das könnt ihr stundenlang hören. Ist halt so. Ist halt so. Aber ihr könnt es ja direkt wieder anmachen. Und wie waren die Hühner? Oberlecker. Das war die beste Idee. Nee, ich habe ja eben bei der Einfahrt habe ich ja kurz gefilmt und ich habe auch die Hühner eben kurz zu Beginn gefilmt. Du hast einen wunderschönen Bus. Vielleicht, ich weiß, du bist gerade am Essen, aber wenn du mir nur 1, 2 Takte sagst, wo der her ist, was hat der für eine Historie? Ist er aus der Schweiz? Oder? Nee, aus dem Schwarzwald. Ja. Weil der die Panoramafenster hat. Das hatten die alle. Also die meisten. Ja. Also das war eigentlich Standard. So auf Kundenwunsch gab es dann ein paar Abweichungen, vorne zu oder hinten zu, aber ansonsten waren die einfach so. Okay. Ja, toll, also ich bin total begeistert, weil ich habe jetzt schon viele gesehen in der Schweiz, also die auch so da sind, aber das ist jetzt ein sehr, sehr kleiner, kompakter Bus. Fast so ein größerer, also wie heute so kleine, ich sag mal, irgendwelche Kastenwagen, die so 7 Meter lang sind. Das ist ungefähr das gleiche Format, aber mit viel mehr Platz, oder? Innen drin. Ja, also Platz ist, wenn man es entsprechend ausbaut, großzügig. Ja, ist so. Also kannst du da gerne mal reinschauen. Gerne. Das ist zwar ein bisschen Chaos, aber... Ist die Länge? Wie lang ist der? 6,75. 6,75? Ja. Das ist ja kurz. Meine Herren, das ist ja echt kurz. Ich darf mal reinschauen kurz? Das ist ja stark. Nee, das ist vollkommen in Ordnung. Ist ja Camping. Ich meine, das ist, wir sind hier. Das wahre Leben. Ja, ich zeige immer das wahre Leben. So, wir sind in Blaustein. Hier ist ein echter Blausteiner, aber du kommst nicht nur aus Blaustein, du kommst aus Blaustein. Ortsteil Arneck. Arneck. Das heißt, Blaustein ist eine Riesengemeinde, so groß wie Stuttgart? Nicht ganz. Also Blaustein hat ca. so 16.500 Einwohner mit 10 Teilgemeinden. Ich hoffe, dass ich mich jetzt da nicht vertan habe. So, denn ich habe vorher noch nie von Blaustein gehört, bis ich das Wohnmobiltreffen akquiriert habe. Und ihr Blausteiner seid ja, ich sag mal, richtige Schwaben, oder? 100%ige. Ja. Cool. So, komm, wir zeigen es mal. Der Lack ist der erste eigentlich? Nee, ist der zweite. Oder vierte oder fünfte. Aber hier so Kleinigkeiten, der Rahmen ist aus Holz teilweise, oder? Ist komplett aus Holz, oder? Ist ein Holzbus. Haben Sie Knie interviewt? Nee,
Die Gitterrahmen oder das Gerippe ist schon aus Metall. Ist das Metall? Also gibt es so in Trocken noch ein bisschen, ja, das war schon immer. Okay. Holz ist die Dichtung. Okay, verstehe. Auch die Scheiben, also wenn ich in der Schweiz auch was gefilmt habe, dann immer die Scheiben, die Leute gesagt haben, naja, man kriegt die Scheiben nicht so gut. Ja, das ist hier wahrscheinlich ähnlich, oder? Das heißt, man muss sich einen Vorrat anlegen. Was du von Leuten angesprochen wirst, die dich im Fernsehen Er hat eine gute Adresse, ich zeig's mal. Er ist S6-Spezialist. Was bist du? Ich, Andreas heiße ich. Hallo Andreas, ich grüße dich herzlich. Sorry, es tut mir total leid, weil ganz viele Leute fragen mich nach Scheiben für alte Busse. Und du sagst, du kannst sie kriegen. Mich? Echt? Wie kommt das? Ja, die schicken mir dauernd E-Mails. Also die Leute, ja, jeden Tag. Du schummelst doch, gibst du. Nein, Leute fragen mich alles. Also ob sie einen Hümer kaufen sollen, ob sie Luftfederung brauchen, was weiß ich. Ja. Echt? Ja, ist wirklich so. Und dann kamen Leute, haben gesagt, ich habe die und die Scheibe, meistens sind es Reisebusscheiben, also die irgendwie ein bisschen älter sind. Ja. Nein, ich habe Ersatzteile für diese Busse, für diesen Bustyp hauptsächlich, für den Setra S6. Für den S6? Ja. Okay. Und dein Vorname, du bist der? Andreas. Und der Kontakt über wohnbusse.eu dann, oder? Nehme ich Ja, an. wobei wir haben direkt Kontakt. Weil Ja, aber er- wenn die Leute das jetzt sehen und sagen, ich habe jetzt so einen S6 oder du wirst wahrscheinlich alle kennen, die so einen haben, oder? Wie? Du wirst wahrscheinlich alle kennen, die so einen Bus haben, oder? Einige, ja, einige. Da drüben ist meiner. Das ist auch einer. Genau. Ist der genial. Das ist der Originallack? Nee, auch nicht. Auch nicht. Nicht der erste Lack. Es war aber die Farbe, die drauf war damals. Ich glaube, das ist tatsächlich die Originalfarbe, ja. Komm, wir schauen mal kurz rein, bevor wir rausfliegen. Ja, weil wir dauernd blöde Fragen stellen. So, der ist hier türkis. Da ist er. Dann das Holz. Das echtes Holz hier vorne, das Armaturenbrett, gell? Denke ich mal, ja klar, dass es echt ist. Ja, das wurde damals halt noch mit Liebe gemacht. Handarbeit. Nicht alles Kunststoff, so wie heute. So, dann hier Armaturen. Und da hast du Rauchen ist tödlich. Das ganz große Thema ist natürlich Beschattung hier. Das heißt, wenn du in so einem Bus unterwegs bist und die Sonne scheint mal so richtig. So schön die Dachrandverglasung ist, aber du sitzt natürlich drin wie in einem Treibhaus. Und deswegen macht man natürlich die Stoffe hin. So, ich zeig's mal gerade. Gehen wir mal rein. Das ist schon riesengroß, der Platz, oder? Dafür, dass du in so einem kleinen Bus bist, eigentlich. Ja, was man halt draus macht. Ist das genial. So. Und ich zeig's mal gerade hier oben. Da ist der Himmel, der ist auch türkis. Das ist so. Alles stimmig gemacht. Alles stimmig. Die Sitzgruppe ist klasse. Hinten hast du ein großes Bett drin. Das ist auch toll. Ihr seid wahrscheinlich, ist wahrscheinlich mit 2 Leuten drin, ne? Ja. Im süddeutschen Raum keiner bei. Richtig toll. Und dann da vorne, was ist das für ein Gericht, was er da drin hat? Guck mal gerade. Das ist irgendwas zu Spätzle gebraten. Kann sein, mit Kartoffeln vielleicht irgendwie und Ei. Komm, ich gehe mal ganz kurz. Das ist nicht das Scherm. Da mal gerade mal reingehen. Ist nicht Das Rausgucken ist ja der Hammer. Wenn man hier so rausschaut, da ist da richtig Platz. Und dann hast du hier ganz großes Bett. Hallo? Das ist wunderbar mit den Fenstern. Du kannst sie so ganz leicht öffnen. Ihr habt eine wunderschöne Küche, habt ihr hier. Die gefällt mir gut. Das war der Plan. Boah, ist die schön. Die sieht so aus wie bei meiner Oma früher. Wir hatten ja früher auch so Schränke, weißt du, so Oberschränke, die waren ja alle viel kleiner. Und auch die Kocher. Ich habe das komplett selber gebaut, also das nach meinen Bedürfnissen. Er hat es komplett selber gebaut nach seinen Bedürfnissen. Und du hast das Fahrzeug schon wie lange jetzt? 20 Jahre. 20 Jahre schon. Bist seit 20 Jahren unterwegs. Ist das genial. So, ich zeig's mal gerade. Und da vorne, da ist dann nochmal dein Kühlschrank drin, ein Kompressorkühlschrank. Kompressor. Denn er trinkt nämlich leicht gekühlten Rotwein, nehme ich an. So, ich zeig mal gerade. Und da ist dann ganz, ganz großes Bett. So, komm, wir gehen mal schnell raus, denn eine Frage habe ich nämlich noch. Das ist übrigens das Cockpit, was man da hat. Übrigens was Tolles, Uli, mit dem Garmin, was drin ist. Und da hast du hier die Lüftung mit drin. Dann hast du hier das Armaturenbrett, hier die Wassertemperatur, Lenkradschaltung. Lenkradschaltung. Ach, da oben ist die ZF-Lenkradschaltung. Die Lenkradschaltung, ja? Ich habe davon nur gehört. Gesehen habe ich noch nie eine. Ja.
Und die Uhr, die sieht aber in jedem, glaube ich, in dem Alter. Ja. Habe ich eben auch schon Das gesehen. ist die Uhr von der 10er Baureihe. Von der 10er Baureihe. Glühanzeige. Ist hier vorne uns. Ist das genial. Komm, wir gehen mal schnell raus. Die Handbremse ist auch der Hammer. Die sieht aus wie bei so einem Auto von Daniel Düsentrieb. Die waren aber alle so früher. Ja, klar. Also mit der Entriegelung. Cool. So. Ich mal ganz kurz zu dir, denn eine Frage habe ich noch. Sag mal, wenn man hier mit so einem Bus unterwegs ist, ja, dann spricht dann ja jeder an. Ist das nicht nervig mit der Zeit? Oder sind die nett, die Leute alle? Also die Leute, die einen ansprechen, sind nett. Und mit der Zeit lernt man damit umzugehen. Also es wird einfach normal. Das heißt, dass Leute mal fragen, darf ich mal reingucken oder so, das kommt schon mal vor? Regelmäßig. So, ihr seid ja auf Campingplätzen, wenn ihr da ankommt, ich sag mal, die Kids laufen dann hinterher wie beim Zirkus, oder? Nee, also nicht unbedingt die Kids, sondern eher die ältere Dame. Also wir waren jetzt in der Nähe von Freiburg. Eine Frau kam, die hat gesagt, dass es so was Schönes überhaupt noch gibt. Nein, das ist der schönste Bus, den ich überhaupt gesehen habe. Die andere kam, das ist das schönste Wohnmobil, das ich überhaupt gesehen habe. Mit solchen Dingen wirst du halt konfrontiert, aber ist nicht schlimm. Also. Gut, das hast du ja vorher gewusst. Als du ihn gekauft hast, hast du wahrscheinlich schon geahnt, was dann passiert, oder? Auf den Campingplätzen. Nee, das ist eine lange Geschichte. Also wir haben ihn seit 20 Jahren. Am Anfang sah er hässlich aus und dann durch bestimmte Arbeiten über mehrere Jahre wurde er dann schön und jetzt gefällt er alle und ist gut. Die Farbwahl habt ihr gut getroffen. Ich habe eben schon moderiert. Hier vorne ist sogar das Tarp, was ihr da habt. Das Segel ist in der gleichen Farbe oder in einer ähnlichen Farbe. Das ist also besser konntest du nicht kriegen. besser konntest du es nicht kriegen. Aber wenn du sowas von Grund auf neu machst, dann hast du natürlich die Auswahl. Und in dem Moment, wo du dann die Wahl hast, den Teppichboden in der Farbe, die Wandverkleidung in der Farbe, und dann machst du es natürlich stimmig, das passt. Du hast eine tolle Frau. Die war gerade eben schon ein bisschen skeptisch, weil ich habe voll auf die Hühner gezeigt, die ihr gerade verspeist habt. Seid ihr schon überall gewesen auf der Welt? In Europa überall, oder? Nee, also wir sind relativ wenig unterwegs. Also wir sind zwischen hier und Südfrankreich unterwegs, solange es ging. Waren wir jetzt schon 2 Jahre nicht mehr. Achso, wegen Dingsbums. Ja, Dingsbums, ja, genau. Okay, verstehe. Krass, und jetzt geht's ja wieder. Ist das schön? Nee, also jetzt ging es auch nicht. Also jetzt waren ja Sommerferien und wir haben Ich war ja in Südfrankreich. Also ich war 6 Wochen unterwegs, war total überlaufen. Franzosen, alle draußen, die ganzen. Ich war am Lac de Sancois war ich und da war richtig die Hölle los. Ja, Provence. In der Provence. Kennen wir, waren wir auch schon. Ja. Aber die Inzidenz, die war so hoch, dass wir da eigentlich nicht hinfahren wollten. Er hat keine Lust. Keine Lust. So, ich zeig mal gerade deine Frau. Da vorne ist sie. Du hast echt wieso alle Leute, die ich hier filme, sind alle. Ich meine, er hat vorne ein T-Shirt, der Uli. Ich zeig mal gerade, wenn du es mal gerade zeigst. Die auch was an der Waffel haben, ja, steht vorne drauf. Aber das ist ja auch nett gemeint. Das heißt also hier so ein Hobby, das hat ja mit Camping nur zweitrangig was zu tun. Das ist ja ein Riesen-Hobby mit so einem Auto, oder? Ja. Ist das nicht schwer manchmal, wenn. Nee. Nö. Der funktioniert laufend oder geht der schon mal kaputt, so ein Bus? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Nö. Da ist der Fahrt seit 20 Jahren und da kommt mal neue Farbe drauf. Einmal hat er was gehabt. Ganze Kleinigkeit. Was war das? Er hat Sprit verloren. Ja, aber Sprit verloren. Ja, genau. Also ein schwäbisches Auto quasi. Günstig. Genau. Nee, Aber einmal seit 20 Jahren. Einmal in 20 Jahren kaputt. Genial. Gar nichts. Ihr fahrt ja nur im Sommer damit rum, oder? Ja, ja. Und wann fängt es an immer so? Wo mit den Wir Hufen? gehen wenn es nicht gesalzen wird, können wir auch im Dezember fahren. Ja. Ach, der Salz, der macht alles kaputt, oder? Das Salz. Das macht man nicht. Auch wenn du keinen drauflegst. Boah, ist das schön. Also wir gehen dann auch auf Feste oder irgendwas, aber darf halt nicht gesalzen werden. Wie ist dein Vorname? Birgit. Birgit und dein Mann heißt?
Gerhard, genau, er hat es eben gesagt. Er hat nämlich gesagt, das ist der schönste Bus, der hier rumsteht. Aber ich muss vorsichtig sein, denn alle sind schön. Es gibt viele schöne. Es gibt viele schöne, das stimmt. Genau. Denn ist wirklich einer schöner wie der andere, aber das ist schon mit der Farbgebung. Nein, das ist nicht das Schönste. Wir waren auf dem Campingplatz und da kamen zwei und die haben gesagt, das ist das Schönste. Auf ihr habt's nicht gesagt, die anderen. Campingplatz, damals, Jetzt hab ich's. jetzt in Freiburg. So ein Also nicht schwarzer heute. Kauser. Ja, genau. Ja, ist sehr schön. Ist das genial. Ihr seid echt tolle Leute. So, ich mache jetzt Schluss. Ich lasse euch in Ruhe. Könnt ihr weiter essen. Und Kannst du den Bus auch noch angucken? ja, muss ich unbedingt machen, aber ich weiß nicht, ob ich es darf, weil ich war eben so forsch zu dir. Ich habe dich nicht nach dem Namen gefragt und so, das war gemein. Doch, du hattest mich nach dem Namen gefragt. Ja. Nachdem du gesagt hast, ich bin der Andreas. Andreas, ja. Und dann habe ich gefragt, tut mir leid. Aber das ist ja kein schon Problem. ein cooles Hobby. Und die Farbe da natürlich, der hat jetzt Patina. Das heißt, der fällt auch richtig auf, oder? Was hat der Patina? Ja, finde ich schon. Also im Vergleich zu dem Hochglanz Wie hier soll ich nebenan. das auffassen? Was heißt Oh je. Ich flieg doch raus hier. Nee, wenn ich, ja, mein Gott, Nicht ich umgebaut, den habe ich so bekommen. den hast du so Das bekommen. muss ich dazu sagen. So, dann machen wir gleich ein kurzes eigenes Video zu. Da steht er aus dem Setra Veteranenclub. Und ja, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und mein Leben aufs Spiel gesetzt, um hier dieses Video zu machen. Wir sind in welchem Ort sind wir? Blaustein? Blaustein-Arnig. Blaustein-Arnig. Heute am 11. September 2021. Wer auf die Uhr guckt, 20 Jahre nach einem historischen Ereignis wird hier gefeiert. Und Wieder ein historisches Ereignis. wieder ein historisches Ereignis in Blaustein. Aber das hast du ja vorher gesehen, dass heute der 11. September ist, oder? Habe ich gesehen und habe jetzt alle sagen können, das Datum könnt ihr euch alle gut merken. So, und morgen ist ja der 12. Dann passt wieder. Danke. Tschüss.